So. Letzten Part haben wir ja Manila in der letzten Runde noch vor unseren anrücken Verbündeten erobert. Das ist halt schon eine enge Kiste gewesen, ja. So, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Moment mal. Da nichts drin. Das wäre jetzt der Hammer. Ne, so einfach machen sie es doch nicht. Aber wir könnten das echt mit diesem Schiff hier machen, ja. Also hier ist nichts. Wir hauen. Weil das ist ja so das letzte Gebiet hier eigentlich, wenn man es mal holt, genau. Hier im Süden, ne? Wird auch den Flugplatz da hinten. Hier würde ich gerne Landung machen. Gucken wir mal, ob wir die Landung hier so hinkriegen. Ja, kriegen wir hin. Wir können hier hin. Great. All the strategically important locations on Luzon have been seized. Now our special naval landing forces can take care of the other islands. Admiral Yamamoto, I find it my duty not to leave Luzon without dealing with the situation with the prisoners of war. The army is treating them in an unacceptable manner. While being transferred to a war camp, every second person has died out of hunger or maltreatment. Additionally, those who manage to reach the place alive will probably die very soon as they are not being fed. I was around Tarlac and saw what was happening with my own eyes. The war has just started, and the army is already demonstrating itself at its best. However, keeping prisoners of war is its responsibility. So what can we do about it? Although, there's a thought. We will deliver the food to the camp ourselves. We do not have extra food supplies, so cut our own rations a little bit if necessary to get it done. I'll insist the guards take the food and start feeding the prisoners. There is a railroad in Manila. If it survived the storming of the city, we should use it for faster delivery of food supplies to the prisoners of war. Hä? Was muss ich denn bitte jetzt machen? Okay, ich verstehe das gerade nicht. Liefere Lebensmittel für die Kriegsgefangenen. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich euch da hochschicken? Okay, den mal. Also ich schicke dich jetzt mal da hoch, wie es mir gezeigt wurde. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich da machen soll. Also ich soll die wohl hochschicken. Also ich mach's jetzt mal und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, die Luftwaffe scheint jetzt hier momentan nicht mehr gebraucht zu werden. Ne, geh ruhig rein. Sag mal, warum kommst denn du jetzt da wieder raus, wenn ich sage, du sollst rein? Okay, hier lang.
hier hin. So, das wäre hier. Ja, hier brauchen wir mal eine Aufklärung. Ja, da ist noch was. Okay. So. Kommt mal hier mit. Eigentlich nur noch er. In der nächsten Runde kann man eigentlich mit dem Schiff hier hin, kann hier das Ding und dann ist hier Ruhe. Das ist eine Flak. Ja, holen wir gleich mit denen hier. Aber sonst ist hier nichts mehr. Bis auf diese Kriegsgefangenen, wo ich jetzt da hochschicken soll. Dann machen wir das mal. Der sind 2 Runden da oben, würde ich sagen. Pi mal Daumen. Dich werde ich hier lassen. Nicht, was da irgendwas ist. Das sieht jetzt momentan nicht so aus, aber so, gucken wir mal. Das sieht alles okay aus. Nee, ansonsten haben wir alles. Das ist ein Bunker. Ich gucke mal gerade, ob hier noch irgendwo was sein könnte. Ne, Einheiten sind ja auch keine mehr. Also ich sehe jetzt mal keine. Ne, es sind eigentlich jetzt hier nur noch hier unten die Sachen. Ja, er macht gar nichts mehr. Er hätte jetzt eigentlich runter können, diesen Flugplatz holen. Hätte ich den Stress nicht gehabt. So. Kriegsgefangenenlager. Ja, und er bringt das Essen, wie es aussieht. Ja, ist doch gut. Wunderbar. Sehr schön. Da unten ist eine 4er Infanterie. Jetzt auch kein Problem. Würdest du da hinkommen? Ja, würdest du. Dann gib mir mal bitte hier Aufklärung. Okay, komm du mal hier. Our Marines have swooped into the port of Batangas and discovered the M3 Stuart tanks there. I still can't believe our luck. Lady Luck loves courage and speed. Today, she was definitely on your side. Wir haben Stuart gekriegt, der Amerikaner. Sehr geil. Wir haben alle Einheiten gekillt, müssen aber noch unser Premierziel erreichen. Okay, also das mit Manila, das hätte man vielleicht anders machen können, dass man den Spieler da ein bisschen, weil das, dieses Tempo hat jetzt wirklich, dass ich jetzt hier wirklich, ja, hier durch bin. Du kannst dich jetzt nicht mehr, ne, also in der nächsten Runde.
Ja. Durch die... Wahnsinn, durch die Hetze bin ich hier... Hätte ich den jetzt wirklich noch mit dem Zug da hochkriegen, gefragt, aber das war ja gesperrt. Wäre ich jetzt schon durch gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, hier rein. From Prime Minister Tojo to Admiral Yamamoto. I have no words to describe how happy the whole Japanese nation is about the success of the landing on the Philippines. You have done your duty with honor and proved to the whole world the Imperial Navy can fight the big league rivals. Now we have confirmed our ability to beat the Yankees on the sea, in the air, and on the ground. We will keep doing so until the rising sun of our empire shines over the Pacific Ocean in full force. The Philippines will become a great foothold to continue our victorious offensive. Ja, wir haben es ganz. Ich mache noch ganz, speichere jetzt noch ganz kurz ab. Einen Moment. Okay, dann gehen wir mal durch. Also, der höchste Orden des weißen Elefanten. Uiuiui, plus 2 Luftverteidigung für die Akku-Einheit. Sehr schön. Orden der aufgehenden Sonne. 2. Klasse, 2 Kommandopunkte. So, dann gucken wir mal, was hier und erwartet. The Philippines are ours. Congratulations to the Army and the Navy High Commands with an exemplary operation. I have informed His Majesty about your success, and he expressed his pleasure with your efforts. Indeed, the Army acted admirably. This is yet another proof that the Japanese have no equals in combat. Our military might and samurai spirits would suffice to make a worthy gift for our Emperor and throw the United States of America at his feet. Your vigor is inspiring, but let us not get ahead of ourselves. The complete victory is far off. Allow me to disagree. The army is an infallible sword in the hands of the Emperor, and trust me, it is mighty enough to cut down any foe. Following the path of the samurai and cultivating our fighting spirit, we will destroy all of our foes and force what's left of them into labor in the name of our glorious empire. I am not going to keep listening to this nonsense quietly. First of all, the best gift for the Emperor is to negotiate peace with the United States on good terms for Japan. Secondly, the Army cannot ascertain success at sea, where we have the navies of 4 maritime countries fighting against us. Thirdly, I will ask you not to forget about the Navy's contribution towards the victory in the Philippines. Otherwise, your soldiers will have to swim in order to reach the next island. It looks as if I was just listening to the commander of the American fleet. Whom do you serve, Mr. Yamamoto? Or would you prefer to be addressed as Sir? I would ask you to follow etiquette and abstain from any further offensive remarks. It is beneath the faithful servants of our Emperor. Not all of us are the faithful servants of the Emperor. I'm sure that Mr. Yamamoto would prefer to be in the company of his American friends, wouldn't he? Prime Minister Tojo, if by any chance I hear one more phrase of this sort about me during the war councils, I will be forced to relinquish my duty, and all the consequences will be on you. I beg your pardon, Admiral Yamamoto. You will not hear any more unfair insults. Furthermore, I ask you to maintain decent living conditions for the enemy prisoners of war. It is a matter of extreme importance if we plan to conduct negotiations with any civilized country. I assure you that the necessary measures will be taken. The council meeting is adjourned. Though, Sugiyama,
I would ask you to stay. Ja, da scheint sich zwar wirklich zu mögen. Ja. Sehr zu mögen. Gut, ja. Ist die Mission relativ erfolgreich verlaufen, bis auf einmal, wo ich mich verschätzt habe. Ich habe nicht gedacht, dass der in der Nacht da reinkommt. Aber er ist wirklich da reingekommen. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wo es dann hingeht, sehen wir dann. Das war's von dem Part. Bis dann und ciao.